Eine Zuschauerin hat geschrieben, dass sie scheinbar unbewusst hyperventiliert und dadurch Symptome entstehen. Aber wie ändert man das dann? Eine Hyperventilation ist erst einmal ein körperliches Thema. Unser Atemzentrum wird über die Automatismen in unserem Körper und durch verschiedene, teils sehr komplexe Strukturen mit unterschiedlichen Rezeptoren angesteuert. Wir atmen von ganz alleine, ohne etwas dafür tun zu müssen. Das heißt, ein Atemprozess läuft mehr oder weniger unbewusst ab. Wir brauchen nicht selbst etwas mitzusteuern. Das bedeutet natürlich auch, dass eine Hyperventilation eher im Hintergrund ablaufen kann und sich unserer Bewusstseinsstruktur nicht direkt zugänglich zeigt. Warum ist das Thema der Hyperventilation für uns dann so wichtig? Wir beschäftigen uns ja viel mit den Themen Schwindel, Benommenheit und Derealisation. Eine Hyperventilation, also Hyper für zu viel und Ventilare für belüften, führt zu einem subjektiven Gefühl der Atemnot. Man hat zum Beispiel den Drang nach einem tiefen Durchatmen, Husten bis hin zu Reizhusten und es kann eine innere Unruhe entstehen. Diese Zustände sind zunächst ein Automatismus, bei dem der Körper des Betroffenen auf irgendetwas reagiert. Es können unterschiedliche Faktoren beteiligt sein und Hyperventilation ist in dem Sinne auch nicht falsch. Wenn jemand in einem Hyperventilationsmodus ist, gehört dieser Reaktionsmechanismus irgendwie zu seiner Situation dazu. Dieser Zustand ist also nicht direkt krankhaft. Mögliche Auslöser für einen Hyperventilationszustand sind Belastungen auf mentaler Ebene. Es gibt aber auch andere Aspekte, die eine Hyperventilation auslösen können, wie zum Beispiel ein Röhmheld-Syndrom, bei dem eine Raumforderung unter dem Zwerchfell den Platz für Lunge und Herz einengt. Hyperventilation bedeutet zunächst also, dass ein Mensch eine höhere Atemfrequenz hat, als in der Situation eigentlich zu erwarten wäre. Die normale Atemfrequenz liegt irgendwo zwischen 5 und 15 Atemzügen pro Minute. In diesem Zusammenhang sollten wir natürlich nie isoliert die Atemfrequenz beobachten, sondern immer kontextabhängig schauen, was gerade bei einem Menschen passiert. Eine Hyperventilation würde zum Beispiel nicht als solche beschrieben werden, wenn jemand gerade einen Dauerlauf macht und eine erhöhte Atemfrequenz hat, weil das dann ja zu seinem Hintergrund passt. Hat aber eine Person eine erhöhte Atemfrequenz, obwohl sie zum Beispiel gerade in Ruhe ist, müssen wir natürlich schauen, woher das kommt. Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass unser Körper immer versucht, die für uns optimale Darstellung von körperlichen Prozessen zu gewährleisten. Das heißt, unser Körper macht in diesem Zusammenhang nichts Falsches oder Komisches. Wenn dein Körper also Symptome zeigt, die du im ersten Moment nicht richtig zuordnen oder einkategorisieren kannst, dann bedeutet das nicht, dass sie falsch sind. Wir wissen nur in dem Moment noch nicht genau, woher sie kommen. Daher ist es wichtig, die möglichen Hintergründe einer Hyperventilation abzuklären. Dazu gehört auch, dass wir uns anschauen, welche Prozesse auf der mentalen Ebene dich immer wieder in eine gewisse Form von Spannung bringen. Wir wollen herausfinden, welche Belastungen du im Leben hast, wie sehr du schon gelernt hast, damit umzugehen und inwiefern du schon gewisse Dinge trainieren konntest. All das, was du erlebst, also alles um dich drumherum, aber vor allen Dingen auf deiner mentalen Ebene, sind ja Dinge, die zu deiner Realität dazugehören und dein Körper und dein Gehirn werden im Zweifel immer auf deine Wahrnehmung reagieren. Ein Beispiel für eine körperliche Grundlage ist das angesprochene Röhmheld-Syndrom. Der Verdauungsbereich ist dabei stark gefüllt, drückt nach oben und erzeugt dann einen Druck gegen das Zwerchfell, was die Atmung einengen kann. Man hat das Gefühl, beklemmt zu sein und nicht richtig Luft zu bekommen. Das Röhmheld-Syndrom ist keine Erkrankung, sondern eine Symptombeschreibung, die wir in diesem Zusammenhang betrachten dürfen. Wir müssen dann schauen, ob jemand vielleicht eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat oder zu große Portionen isst. Diese Faktoren können dazu führen, dass die Hyperventilation durch eine erhöhte Stresshormonausschüttung dann noch getriggert wird und damit auch sehr unangenehm werden kann. Das kann man gut an einem Scherenmodell erklären. Wenn du in einer körperlichen Anstrengung einen Puls von 80 hast, dann ist das wunderbar. Hast du aber einen Puls im Sitzen von 110, 120, 130, sorgt diese Schere, die sich öffnet, für ein unangenehmes Gefühl der inneren Unruhe. Und je größer diese Schere dann entsprechend wird, desto unangenehmer die Gefühlslage. Die einmal ausgeschütteten Stresshormone verschwinden nicht so schnell aus dem Körper und wir können den Puls nicht einfach senken. Was wir aber versuchen können, ist, in einer solchen Situation die körperliche Aktivität zu erhöhen. Das heißt, wir geben unserem Körper einen Grund, mehr CO2 zu produzieren. Wir müssen Muskelarbeit leisten, also in Bewegung kommen. Denn das Problem bei der Hyperventilation ist ja, dass wir zwar genug Sauerstoff einatmen, aber zu viel CO2 verlieren.
Das erzeugt eine Disbalance im pH-Wert. Eine Hyperventilation ist also ein Kompensationsmechanismus gegen etwas. Durch das schnelle Atmen atmen wir CO2 ab. CO2 ist aber nicht nur ein Abfallstoff aus der Zellatmung, sondern auch ein Pufferstoff, ohne den wir ein pH-Wertproblem im Blut bekommen. Die Hyperventilation geht mit einer schnelleren Atemfrequenz einher, die zum vermehrten Abatmen von CO2 führt. Und dadurch haben wir weniger CO2 im Blut. Rezeptoren im Kopf messen das und sagen den Blutgefäßen, dass wir genug Sauerstoff haben und die Verengung der Blutgefäße einsetzen kann. Diese Hyperventilationszustände können daher eine sogenannte Vasokonstriktion im Gehirn bzw. den Blut zuführenden Gefäßen auslösen und dann klassischerweise die Symptome wie Schwindel, Benommenheit und Symptome von Derealisation bis hin zu Depersonalisation, also auch DPDR, verursachen. Daher ist das Thema der Hyperventilation für uns so interessant, weil wir uns mit diesen Symptomen stark beschäftigen. Wenn das im Hintergrund abläuft, müssen wir die verschiedenen Symptome berücksichtigen, die uns Menschen belasten können. Oft haben wir in vielen Situationen das Problem, dass wir in einer latent beiläufigen Hyperventilation sind, bei der der Körper entsprechende Symptome dann aufbaut. Diese Symptome bringen wir nicht immer direkt mit der Hyperventilation in Verbindung. Es ist möglich, dass mentale Belastungen diese Stresshormonausschüttungen und dadurch die Vasokonstriktion auslösen und eine Hyperventilation verursachen. Das wiederum führt dann zu Schwindel, Benommenheit und Derealisation. Ich bin ein großer Fan davon, Erklärungsmodelle zu setzen und aufzuzeigen, dass Belastungen auf der inneren Verarbeitungsebene, also unserer mentalen Inhalte, dazu führen, dass dein Körper immer nur auf Einflüsse reagiert. Unser Körper hat nur wenige Reaktionsmöglichkeiten und der Hauptfaktor ist die Stresshormonausschüttung. Wir können zwar nicht exakt vorhersagen, welche Symptome ein Mensch auf Belastungen zeigen wird, das Spektrum ist aber auch nicht besonders groß und meistens landen wir eben genau bei den Symptomen wie Benommenheit, Schwindel, Angst, Panik und Unruhe. Man kann auch nicht pauschal sagen, du hast den falschen Job oder den falschen Partner. Du solltest nicht nur versuchen, deine Symptome zu verändern, sondern auch dein ganzes Leben. Deine Symptome stellen dar, wie dein Körper auf dein Leben reagiert. Aber dafür müssen wir natürlich genau herausfinden, was dich konkret stört bzw. belastet. Meine Empfehlung ist, so viel wie möglich mitzuschreiben. Befürchtungen, Unzufriedenheiten und Schwerpunkte, wie auch Ideen, Bedürfnisse und Wünsche, die im Alltag hochkommen. So hast du ein klares Bild davon, was mögliche Auslöser für deine Symptome sind. Ich bin übrigens der Meinung, dass man das Atmen nicht neu lernen muss, sondern situativ Atemübungen machen sollte, um die Atemfrequenz zu senken. Langfristig sollten mögliche Auslöser auf der mentalen Ebene identifiziert werden. Eine Kombination kurzfristiger Atemübung und langfristiger Strategien hat sich als effektiv erwiesen. Kurzfristige körperliche Übungen allein können den Symptomkreislauf oft unterbrechen, haben aber nicht wirklich einen langfristig positiven Effekt auf die mentale Ebene. Das heißt, Übungen, die den Körper betreffen, haben in der Regel keine direkte Verbindung zur mentalen Ebene. Wenn wir kurzfristig etwas machen, schaffen wir eine gute Grundlage. Aber wenn wir danach den Weg nicht weitergehen, verschenken wir das Werkzeug. Atemübungen machen kurzfristig Sinn. Meditation und Achtsamkeit sind auch interessante Modelle dafür. Wenn sie Teil deiner größeren Strategie sind, haben sie in der Regel einen positiven Wert. Es macht Sinn, kurzfristig bei Hyperventilationszuständen diese Unterbrecher zu setzen, indem du zum Beispiel eine Atemübung machst. Ich zum Beispiel nutze eine Smartwatch, die eine Übung mit 4 Atemzügen pro Minute vorgibt. Das hört sich zwar erstmal wenig an, geht aber meist unproblematisch. Danach erledigen sich erstmal viele Symptome der Hyperventilation, wie das Gefühl von Druck auf der Brust, das Bedürfnis nach Luftziehen und Reizhusten. Dies ist die Grundlage, um im nächsten Schritt die Ursachen der Hyperventilation zu ermitteln. Atemtherapien und Atemübungen bringen einem auf Dauer nicht das richtige Atmen bei. Das macht der Körper von alleine. Aber sie geben hilfreichen Input, wie man im Alltag besser mit solchen Situationen umgehen kann. Langfristig sollten Auslöser auf der mentalen Verarbeitungsebene aufgedeckt werden. Die Kombination aus kurzfristigen Atemübungen und der langfristigen Bearbeitung mentaler Auslöser ist aus meiner Erfahrung ein Erfolgsgarant, um deine Symptome zu lindern. Kennst du schon mein allerwichtigstes Video für dich? Hier lernst du deine Symptome zu verstehen und den Weg zur Veränderung zu finden. Schau dir gerne auch dieses Video hier an.
Like das Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um immer über die neuesten Beiträge informiert zu werden.